Jeder, der was lernen will, wendet sich an jemanden, der schon was weiß. Logisch. Jeder, der damit anfangen will, wendet sich an, Mama und Papa eben. Was auch passiert, das Kleine orientiert sich an dem, was Mama tut. Kommt jemand zu Besuch und Mama öffnet, lächelt freundlich und bittet den Besucher herein, bleibt das Kind entspannt und reagiert freundlich. Die Lektion dahinter: Jemand, den ich nicht kenne, ist trotzdem willkommen. Sind die Familienverhältnisse prekär, kann die Reaktion auf einen Fremden auch ganz anders ausfallen. Schon wieder das Jugendamt, das uns das Kind wegnehmen will? Oder die Nachbarn, die sich über den Lärm beschweren? Der Vermieter, der seine Miete einfordert? Die fremden Feinde, die Farbbeutel gegen die Haustür werfen? Dann reagiert Papa ganz gewiss nicht freundlich, sondern angespannt, nervös, ängstlich oder verärgert. Das führt zu: Jemand, den ich nicht kenne, ist nicht willkommen. Dann sieht die Welt ganz anders aus, furchterregend und voller Misstrauen. Absichtliches, gezieltes Lernen ist hierarchisch. Ich kann das am besten lernen, was jemand vor mir, also jemand, der älter ist als ich, schon gelernt hat. Das ist besonders wichtig, wenn es um die Sprache geht, denn die bildet die Welt um mich herum ab. Für jemanden, der das Wort Schnee kennt, ist es halt eine kalte weiße Sache. Für einen Isländer, der 16 Worte dafür hat, ist es eine vielfältige, veränderliche Sache. Die Welt derer, die mehr Worte haben, ist voller, bunter, interessanter und lebendiger. Die der Kinder, die ohne erwachsene Ansprechperson aufwachsen, bleibt klein und endet spätestens am Horizont. Womit wir zum Punkt gekommen wären, um den es heute gehen soll: die Bindung an andere Menschen. Was sie uns lehrt, wie sie uns prägt und archetypische Gesetze bewahrt oder außer Kraft setzt. Denn auf diesem Gebiet hat sich einiges geändert, womit keiner gerechnet hatte und was auch heute noch vielen gar nicht bewusst ist. Seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs begann zunächst in den USA, später in der gesamten westlichen Welt eine Entwicklung, die Kinder von ihren Eltern entfremdete. Den Hintergrund dazu bildeten die Zwänge der Wirtschaft. Zwar gab es seit 1936 einen Mindestlohn von 35 Cent pro Stunde, der jedoch reichte vielen Familien nicht aus, um über die Runden zu kommen. Es wurde üblich, neben dem regulären einen Zweitjob anzunehmen, und das gilt häufig genug für beide Elternteile. Seit 2009 liegt der Mindestlohn unverändert bei 7,24 $. Ein Elternteil, in der Regel die Mutter, bleibt nur dann zu Hause, wenn der Lohn für den Babysitter den eigenen übersteigt. Gemeinsame Mahlzeiten und Freizeit sind selten, zumal weil es in den USA deutlich weniger bezahlte Urlaubstage gibt als hierzulande. In diesem Sinne sind Krankenversicherung, Mindestlohn und garantierte Urlaubstage sowohl familien- wie gesellschaftsfördernd. Denn Kinder wollen sich an jemanden binden und dafür muss er halt anwesend sein. Fehlt die wesentliche Vertrauensperson, entsteht eine innere Leere, die das Kind ersetzen muss, um nicht zu verzweifeln. Wenn es nicht die Eltern oder andere Familienangehörige sind, dann suchen sie die Bindung eben bei denen, die sonst da sind. Gleichaltrige. Man lernt voneinander und nicht von jenen, die die entsprechende Lektion schon vor vielen Jahren gelernt haben. Die Wirkung kann man trotz guter sozialer Standards in Europa am geringeren Wortschatz der jüngeren Generation auch hier ablesen. Stresst man die Eltern, leiden die Kinder. Jährliche Intelligenztests an finnischen Rekruten zeigen, dass seit 1980 alle 10 Jahre die durchschnittliche Intelligenz der 18-Jährigen um 1 Punkt abnimmt. Was uns vermuten lässt, dass diese Entwicklung der Entfremdung von den natürlichen Lehrern eben auch an uns in Europa nicht vorbeigegangen ist. In der Welt von heute lernen die jungen Leute immer weniger Arten von Schnee kennen.
Ein Extrembeispiel eines Jugendlichen ganz ohne Bindung präsentiert Bruce Perry in seinem Buch Born to Love. Ein wohlhabendes Paar wird Eltern, wendet sich aber kurz nach der Geburt des Jungen wieder seinen normalen Tätigkeiten zu. Man kann es sich ja leisten und engagiert einen Nanny. Soweit, so gut. Jedoch fällt der Mutter nach einer Weile auf, dass der Kleine seine Nanny mit strahlenden Augen und offenen Armen empfängt, während er auf ihre seltene Anwesenheit eher indifferent reagiert. Hey, so war das aber nicht gemeint. Mama will die Nummer 1 sein. Nach wenigen Wochen wird die Nanny gefeuert und eine neue geheuert. Das Spiel wiederholt sich und wiederholt sich. Jedes Mal, wenn der kleine Ryan beginnt, eine Aufpasserin lieb zu haben, schmeißt man sie raus. Im Alter von 3 Jahren hat er schon gelernt, dass emotionales Engagement keine Rolle spielt und Bindungen keinen Bestand haben. Zwar fällt er später durch ungehobeltes Benehmen auf, man könnte es auch Mobbing nennen, da er aber gut aussieht, in der Schule zu den Besten zählt, vor allem im Sport und beliebt ist, lässt man es ihm durchgehen. Bis er eines Tages als Höhepunkt einer Party ein behindertes Mädchen einlädt und sie unter dem Gejohle und der Beteiligung seiner Kommilitonen vergewaltigt. Und keinerlei Ahnung hat, weshalb das jetzt nicht okay sein sollte. Empathie kennt er nicht. Zum Aufbau von liebevollen Beziehungen fähig ist er auch nicht. Ein Leben ohne Bindung erscheint wenig anstrebenswert. Als menschliches, soziales Wesen keinerlei emotionale Beziehung zu haben, ist nicht gut für die Seele. Vielleicht wird man ja geliebt, wie der kleine Ryan von seinen Eltern, aber ohne den Aufbau der Rückkopplung durch das Kind funktioniert es nicht und man nutzt es nur als Mittel zum Zweck. Tatsächlich suchen sich Kinder, denen die Hoffnung nicht komplett ausgetrieben wurde, jemanden, an den sie sich binden können. Und nichts wäre gegen eine liebevolle Nanny einzuwenden. Aber wenn keine da ist, wer bleibt denn dann noch? Wie schon gesagt, die anderen Kids auf der Straße oder in der Schule. Hat man aber erst eine Bindung zur Clique aufgebaut, dann entert man einen verwirrenden Zustand. Da wäre auf der einen Seite schon die neue Bindung, die mit der Liebe zu den Eltern zu konkurrieren beginnt, die vielleicht keine Zeit oder kein Interesse haben, gestresst sind oder andere Prioritäten im Leben haben. Oder gesellschaftlich dazu gezwungen sind, ihre Kinder zu vernachlässigen. Aber wer will denn Eltern dazu zwingen, ihre Kinder zu vernachlässigen? Das ist doch vollkommen absurd. Moment, nicht ganz. Eine glücklicherweise kontroverse Forderung kam in Deutschland von einem prominenten Politiker, der vorschlug, dass Arbeitssuchende das Recht auf ihr Arbeitslosengeld verlieren sollten, wenn sie nicht bereit wären, eine Stelle in einer 300 Kilometer entfernten Stadt anzunehmen. Anders ausgedrückt, zerstöre deine Familie. Wie, ist mir doch egal. Entweder indem du einen Elternteil oder die finanzielle Existenzgrundlage entfernst. Ein psychologisches Mühlespiel. Egal welchen Zug man macht, es wird böse ausgehen. Falls Sie sich jetzt fragen, wer das war, der Mann heißt Markus Söder. In dem Land, das uns in vielerlei Hinsicht ein Vorbild ist, also den USA, greift dieser Zwang zur Mobilität schon lange. Eine durchschnittliche Familie zieht dort etwa alle 5 Jahre um. Eine innerstaatliche Migration. Aus Spaß oder doch eher aus Notwendigkeit? Die Nähe der weiteren Familie und den Freundeskreis aufgeben, Ausbildungsphasen der Kinder unterbrechen, das Vertraute verlieren, alles Maßnahmen nur allzu geeignet, die Stabilität der Familiengemeinschaft zu erschüttern. Für Kinder werden sie ausgerechnet dann ergriffen, wenn sie diese Stabilität am dringendsten brauchen. Der amerikanische Schreiber Robert Bly schreibt in seinem Buch The Sibling Society, dass der durchschnittliche amerikanische Arbeiter des Jahres 1935 pro Woche 40 Stunden Freizeit hatte. Zeit, die er seiner Familie widmen konnte. 1990 war die Anzahl der freien Wochenstunden schon auf 17 geschrumpft und die Entwicklung hat sich seither noch fortgesetzt.
Natürlich leistet das der Entfremdung innerhalb der Familie Vorschub. An wen wendet sich ein bindungssuchendes Kind, wenn nicht an die anderen bindungssuchenden Kinder? Während der wichtigste Beziehungspol langsam erodiert, weil er von den Kindern dafür verantwortlich gemacht wird, dass ihre Welt wieder und wieder zusammenstürzt, nur in durchschnittlich etwas längeren Abschnitten als die des kleinen Ryan, entsteht ein zweiter, alternativer. Der Freundeskreis, die Clique, die Gang. Und hier kommt das Phänomen zum Tragen, dass es nicht zwei Nordpole geben kann. Sonst geht die Orientierung verloren, der Captain verliert den Kopf und das Lebensschiff seine Ausrichtung. Das Bild des Pols habe ich nicht grundlos gewählt, denn alle 500.000 Jahre wechseln der magnetische Nord- und Südpol ihre Position. Und da der letzte Wechsel schon vor 780.000 Jahren stattfand, befinden wir uns womöglich am Vorabend des Kommenden. In der hunderte Jahre dauernden Wechselperiode wandern die Pole und manchmal spalten sie sich sogar auf, sodass es tatsächlich mehrere Nordpole geben kann, was nicht nur zum verminderten Schutz unseres Planeten führt, sondern auch dem unserer selbst und auch zu unserer, und das ist das Wesentliche, Desorientierung. Unsere Kommunikationswege über Satelliten und GPS können ebenso gestört werden wie die Orientierung der Tiere, die Schwierigkeiten bekommen, ihre gewohnten Wanderrouten zu finden. Der Verlust der Orientierung verursacht Panik. Wenn ich nicht weiß, wo ich bin, tritt alles andere in den Hintergrund. Wer nach einem Unfall im Krankenhaus erwacht, der fragt nicht, wie die verpasste Folge seiner Lieblingsserie ausgegangen ist. Der will wissen, wo er ist. Erst dann findet er Ruhe. Ähnlich verhält es sich mit Bindungssuchenden. Die bisherige Beziehung muss ihre Anziehungskraft verloren haben und zur Vermeidung des Horror vacui, der Furcht vor der Leere, wählt man die erste Beste wie Babyenten, die bei Abwesenheit ihrer Mutter dem hinterherwatscheln, was sich bewegt. Man überlässt die Macht über das eigene Schicksal dem Zufall. In dieser Neuorientierungsphase findet man neue Kumpels, die dann immer wichtiger werden. Habe ich die Bindung an meine Familie verloren, finde ich ganz sicher Leute, denen es ebenso geht. Und die finden ihre Eltern unerträglich. Und ich will so sein wie sie, ich will dazugehören. Die Kinder entfliehen dem instabil gewordenen Orbit der Familie und sind anschließend weder gutem Zureden noch strengen Erziehungsmaßnahmen zugänglich. Das dumme Gelaber der Alten bestärkt sie doch nur in ihrer Abneigung. Nordpol Nummer 1 verschwindet von der inneren Erdkugel. Diejenigen, die in der Lernhierarchie höher stehen, werden ersetzt durch solche, die genauso viel oder wenig Ahnung haben wie man selbst. Wenig empathische Kinder können unterstützende Beziehungen nur schlecht aufbauen und aufrechterhalten. In schlechten Zeiten halten sie nicht zueinander. Bedingungslose Liebe ist hier schwer zu finden. Stattdessen schmeißen sie lästig gewordene Kids raus. Das hat mit fehlender Impulskontrolle zu tun. Die ist nämlich erst völlig ausgereift, wenn man Mitte 20 ist. Ein reifer, geerdeter Erwachsener wird niemals ein schreiendes Kind zu Tode schütteln. Nur ein unreifer, ungeerdeter tut das. Ein Kind, das gemobbt wird, kann von seinen Eltern aufgefangen werden. Die Gefahr, von den eigenen Eltern gemobbt zu werden, ist deutlich geringer als die, von Mitgliedern der gleichaltrigen Bezugsgruppe gemobbt zu werden. Grund dafür sind Liebe, Empathie und Impulskontrolle. Wenn aber die Bezugsgruppe einen der ihren rauszuekeln beginnt, weil diese Eigenschaften weniger gut entwickelt sind, dann wird es gefährlich, denn jetzt ist emotional niemand mehr da, um einen aufzufangen. Der Sprung, sich jenen wieder zuzuwenden, die man gerade noch mit Verachtung gestraft hatte, ist für viele zu groß. So entsteht die seelische Not jener, die sich auf ihre Bezugsgruppe verlassen und dann von ihr im Stich gelassen werden. Der Horror vacui, die ultimative Orientierungslosigkeit setzt ein. In vielen Ländern sind Selbstmorde die zweithäufigste Todesursache
bei Personen im Alter von 15 bis 29 Jahren. Eine Studie aus dem Jahr 2016 ergab, dass Jugendliche, die regelmäßig gemobbt werden, ein um mehr als dreifach erhöhtes Risiko hatten, Suizidgedanken zu entwickeln. Es gibt substanzielle Beweise, die einen klaren Zusammenhang zwischen Mobbing und Selbstmorden unter Jugendlichen aufzeigen. Was macht man nun mit den Menschen, die unter der Zersplitterung der Familie und der Gesellschaft leiden? Man muss sie auffangen und seelisch wieder stabilisieren. Man muss die Archetypen der Familie in ihnen wiederbeleben. Eine helfende Funktion können dabei die entsprechenden Blütenessenzen ausüben. Die innere Mutter, den inneren Vater zu neuem Leben zu erwecken, hilft bei der Reorientierung und Neuausrichtung. Es geht nicht darum, die gesamte Verantwortung auf den aufsässigen Kindern abzuladen, weil sie einem lästig sind und Banden mit eigener Kultur und Sprache bilden. Denn die Verantwortung tragen Eltern natürlich mindestens im gleichen Maße, wenn die tragende Struktur auseinanderfällt. Der indische Gruß Namaste sagt, der Buddha in mir grüßt den Buddha in dir. Will sagen, meine Seele grüßt deine Seele. Unabhängig von den Vorgängen in der Vergangenheit, emotionalen Verletzungen und Verurteilungen. So ähnlich kann man es sich vorstellen, wenn sowohl Kinder wie Eltern ihr Inneres stärken und sich auf der Basis neu gewonnener Stärke statt der eingeschliffenen Verärgerungen treffen. Man kann den Menschen grüßen, auch wenn man sein Verhalten nicht schätzt. Aus einer Position der Stärke ist es viel leichter, einander zu vergeben, als aus einer der Schwäche. Die entsprechenden archetypischen Blütenessenzen möchte ich Ihnen jetzt vorstellen. Auf der einen Seite wenden sie sich natürlich an das innere Kind in uns heutigen Erwachsenen ebenso wie den heutigen Kindern. Dennoch kann man ihre Wirkung nicht mit der von Blütenessenzen gleichsetzen, die zum Beispiel Inner Child Mischung heißen. Hier und jetzt geht es weniger darum, die Besonderheiten des archetypischen Kindes zu stärken, sondern dem realen oder inneren Kind Energie zu vermitteln, mit der man im günstigsten Fall von seinen Eltern versorgt worden wäre. Das Gefühl, vom Schmerz überwältigt zu werden, weil man sich die Knie aufgeschlagen hat, ebenso wie das, die ganze Welt habe sich gegen einen verschworen, wenn der kleine Max einem das Schäufelchen weggenommen hat. Und seien wir mal ehrlich, welcher Dreijährige kann schon den Unterschied zwischen dem Schmerz benennen, den beides verursacht? Dieser Schmerz kann von den magischen Kräften gelindert werden, die auf einer gesunden und guten und festen Bindung zu Mama und Papa beruhen. Die Vorfälle des Lebens kann man als Stresstraining bezeichnen und die Eltern können einem beibringen, wie man es meistert. Gleichaltrige sind bei weitem nicht so stressresistent. Sie brüllen herum, schmeißen mit Sachen oder zünden das Haus an, wenn der Stress überhand nimmt. Deshalb kann die Energie der archetypischen Mutter und des archetypischen Vaters innerlich die notwendige Kraft vermitteln, die einem hilft, Rückschläge, Unfälle und Gemeinheiten zu überstehen, ohne seelische Narben davonzutragen. Die Blüte der Birne repräsentiert den Archetyp der Mutter. Sie gibt einem das Gefühl, bedingungslos geliebt zu werden. Es ist wie eine Umarmung, wenn man sich elend fühlt. Ein Trost, wenn man sich für einen Versager hält und der spürbare Gegenbeweis für das Gefühl, ganz allein auf der Welt zu sein. Ganz genauso verhält es sich mit ihrem männlichen Gegenstück. Die Sonnenblume als archetypisch männliche Blüte stärkt das Rückgrat, macht selbstbewusst statt abhängig von der Bezugsgruppe und gibt das Gefühl, ich kann es. Zwei weitere archetypische Blüten gehören in diese Reihe. Die Birke bringt ähnlich wie die der Birne archetypisch weibliche Energie. Aber ihre gleicht eher der einer Großmutter, die ein wenig Abstand zu den Dingen hat, aufgrund ihrer Erfahrung und Lebensweisheit weiß, dass dies nicht das Ende der Welt ist, auch wenn es sich so anfühlen sollte. Sie liebt auch den Sitzenbleiber und den alle auslachen.
was auch ihr männliches Gegenstück, die Großvateressenz der Fichte, tut. Wenn du ausgelacht wirst, dann lach zurück. Wenn jemand dich klein findet oder klein halten will, dann schöpfe Kraft aus dem Wissen, dass der oder diejenige einfach blind für deine inneren Qualitäten ist. Nimm das Leben nicht so ernst. Das wird es nämlich erst, wenn du dich von Widerstand und Herausforderung aus der Bahn werfen lässt. Jemandem, der die Kraft der Fichte in sich aufgenommen hat, geschieht dies aber nicht so leicht. Wenn du eine gute Beziehung zu deinen Eltern und Großeltern hast, bringt es dir die Kraft, die ein ganzes Leben lang hält und die Fähigkeit, falsche von echten Freunden unterscheiden zu können. Und sollte ein Unglück dafür gesorgt haben, dass einer davon nicht zur Verfügung steht, dann hol dir die entsprechende Energie von den archetypischen Pflanzen, die deren Kräfte repräsentieren.